Guck mal meine Glatze an hier. Ja. Da leuchtet gar nichts. Glatze, Glatze, Glatze! Meine Augen! Du bist hier genau richtig, wenn du wissen willst, wie man Dämmung am besten verarbeitet. Welche Geräte nutzen wir, welche Zubehöre vor allem brauchen wir, welche Tipps und Tricks gibt es. Und das Ganze schauen wir uns an mit der Verarbeitung der Dämmung bis zur Dampfsperre und wie man das Ganze anbringen kann und nicht die ganze Zeit so einen Handtacker nutzen muss. Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Michael, ich bin Anwendungsberater von der Firma Bosch. Also legen wir los. Heute geht es also um Dämmung und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn ich muss ehrlich sagen, ich habe das letzte Mal wirklich vor 10 Jahren, ich muss gerade mal nachdenken, vor 10 Jahren das letzte Mal Dämmung verarbeitet. Bei mir habe ich eine Decke gedämmt, ja, mit Dämmung, Dampfsperre und allem drum und dran. Das habe ich noch mit so einem ganz alten Dämmstoffmesser gemacht, was ehrlicherweise in meinem Fall auch stumpf war. Mit einem Handtacker habe ich oben alles festgetackert und das war schon so ein bisschen Quälerei. Und deswegen habe ich dich auch heute da, um uns mal Tipps zu geben, wie verarbeitet man heute modern Dämmung, ja, wie schneidet man das, wie macht man das perfekt und dass man das Ganze sogar mit einer Stichsäge machen kann, wusste ich echt nicht. Und das schauen wir uns heute mal an. Also Micha, lass uns mal anfangen. Ja, wo fangen wir eigentlich an? Wo fangen wir an? Also es gibt verschiedene Arten von Dämmungen. Ja, wir haben eben Steinwolle, Glaswolle, wir haben Weichholzfaserplatten, wir haben Styropor, Styrodur. Da gibt es viele Materialien, die ich auch unterschiedlich bearbeiten kann. Wir bleiben jetzt mal im Innenbereich, weil im Außenbereich wird ja hauptsächlich Styropor, Styrodur oder Ähnliches verarbeitet. Dann ist man auf dem Gerüst, dann nimmt man in der Regel einen heißen Draht, der dann eben diese Sachen ideal bearbeitet. Da haben wir einen Emscher-Partner, mit dem wir das machen können, das ist aber hier nicht Thema. Hier wollen wir eben in den Innenbereich gehen und da wird das weniger verwendet, sondern eher Steinwolle, Glaswolle, vielleicht hier auch da mal Weichholzfaserplatten und die wollen wir hier bearbeiten. So, es gibt natürlich immer Großgeräte, die sowas machen können, irgendwelche Tischkreissägen in dem großen Bereich. Wir wollen ja hier im kleinen, handigen Bereich bleiben und die Werkzeuge benutzen, die wir vielleicht schon haben mit einer bestimmten Applikation von Zubehör oder Ähnlichem. Weil das, was wir hier auf dem Tisch haben, sind ja eigentlich so Gänge, also der Tacker vielleicht nicht, aber die anderen 3 Geräte hat man, oder 2 Geräte eher, eine Säbelsäge und eine Stichsäge hat man schon eher auch mal da. Richtig. Oder grundsätzlich schon mal da. Und damit kann man entsprechend auch Dämmung schneiden. Und ja, es gibt ja große Industriegeräte, die sowas können, aber wenn du jetzt gerade im kleineren Gewerk unterwegs bist, so gerade zum Beispiel im Einfamilienhaus oder in etwas ähnlichem Größenordnung, da hast du sowas einfach nicht. Genau. Dann nutzt du das auch nicht. Richtig, und da wollen wir euch ein paar Tipps geben. So, wir haben jetzt natürlich die klassischen Säbelsägen, die wir hier einsetzen können. Das ist jetzt eine relativ große. Bisschen übertrieben für Dämmung, oder? Ist ein bisschen übertrieben. Das ist einfach nur ein Beispiel, um das zu sagen. Pass mal auf, ich muss hier immer 2 Hände haben. Das ist relativ schwer. Und natürlich können wir hier das Zubehör einsetzen. Das ist unser Dämmstoffmesser. Das dementsprechend wird da nicht gesägt sozusagen, sondern geschnitten. Das ist ein Wellenschliff, der dadurch sehr gerade, sehr schnell und auch sehr leistungsstark arbeiten kann. Und die kann ich mit unterschiedlichen Werkzeugen bestücken. Man muss auch sagen, sieht wirklich aus eigentlich wie ein klassisches Dämmstoffmesser. Genau. Ja, nur eben, dass die Bewegung dann von der Säge gemacht wird. Willst du mal einsetzen? Genau. Immer sicher. Quer raus. Und achtet bitte drauf, die Dinger sind scharf. Ja? Also das ist kein Spielzeug mehr. So, jetzt habe ich hier die Säbelsäge. Die muss ich mit 2 Händen führen. Die ist einfach zu schwer für eine Hand. Wenn ich jetzt aber keine andere habe und mir keine andere kaufen möchte, ist das auch eine Option. Ja. Das heißt, ich habe den Vorteil hier, bei der, dass ich eine feinfühlige Elektronik habe, dass ich auch sauber ansetzen kann und dann Gas geben. Auch hier habe ich einen Vorteil von der Form des Dämmstoffmessers. Wir haben jetzt hier einen hohen Rücken und eine Form, die dafür sorgt, dass das nicht anfängt zu flattern. Das ist relativ gerade bleibt. So, das heißt, ich habe den Vorteil, dass es hinten nicht im Material ausfetzt. Ja. Wenn man andere Säbelsägeblätter nimmt, dann kann das schon mal passieren. Ja, dann. Und das ist kontraproduktiv. Hier muss ich in 2 Richtungen aufpassen. Einmal meinen geraden Schnitt zu realisieren, aber auch nicht nach rechts oder links abzuwandern. Das heißt, es ist schon etwas höheres handwerkliches Können, Voraussetzung, sodass wir da sauber arbeiten können. Das kann man natürlich im eingebauten Zustand nochmal nachbearbeiten oder eben, wenn das irgendwo liegt. Ja. Was wir übrigens bei der Säge auch können, ist die Geschwindigkeit vorwählen hier. Ja? Wir haben hier die Möglichkeit, wenn du sagst, feinfühlig einstellen. Wenn man sagt, es ist nicht so geübt, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen langsamer schneiden.
Ja, genau. Wir haben ja so gut wie keinen Widerstand hier. Ja, man kann es eigentlich auch mit der Hand machen. Aber da kommen wir wieder aufs Material, weil Weichholzfaserplatten, obwohl Weichholzfaser doch gar nicht so weich ist wie andere Dämmstoffe, wie Glaswolle, Steinwolle, da kommt es immer noch an, wo ich die einsetze, wie druckfest die sein müssen, ob ich jetzt eine Balkenlagedämmung mache oder ähnliche Sachen. Da gibt es auch unterschiedliche Härtegraden, weil ich auch teilweise über die Dämmung drüber laufen möchte. Das sind alles so unterschiedliche Sachen und deswegen gibt es auch härtere Dämmung, die ich dann mit mehr Kraft bearbeiten muss. Und da ist es immer besser mit einer Maschine anstatt mit der Hand. Ja, Genau. Härtere Dämmung, da kommen wir bestimmt auch noch mal zur Stichsäge. Ja. Aber wenn wir jetzt, das ist eine Zweihandbearbeitung, jetzt haben wir hier natürlich ein Gerät, wo wir auch wunderbar damit einer Hand arbeiten können. Genau, deswegen haben wir jetzt die zweite Alternative. So, das heißt, wir haben jetzt hier die neue GSA 18V-24. Die liegt eigentlich relativ gut in der Hand und vor allem hat die auch ein Ausgleichsgewicht, dass ich eben nicht so einen Tatterich habe. Das sorgt natürlich dafür, dass ich auch genauer damit arbeiten kann. Und auch hier. Übrigens, weil du es gerade gesagt hast, die neue 24er. Ich finde es ein riesen Fortschritt zum Vorgängergerät, zur VLI. Ja. Also gerade im Bereich Vibration. Die sieht ja sehr ähnlich, also physisch jetzt erstmal sehr ähnlich, optisch sehr ähnlich, aber es ist ein komplett neues Gerät, komplett neu entwickelt. Das kann ich auf jeden Fall mal ans Herz legen. Wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, das auszuprobieren und habt die VLI, also den Vorgänger quasi, das ist schon ein cooles Teil. Ja, vor allem ist, wie gesagt, bürstenloser Motor und eben das Ausgleichsgewicht, was da den großen Unterschied macht in der Anwendung. Ja. Aber auch hier habe ich die Möglichkeit, vielleicht irgendwo mein Material mit der anderen Hand noch festzuhalten und. Aber wie du eben sagtest, schon aufpassen, das ist richtig scharf und auch spitz. So, das heißt, ich kann auch eintauchen, also Zwischenschnitte machen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch hier pendelt sich das immer wieder ein. Ich zucke immer so ein bisschen, wenn du das machst. Ja, ich habe lange geübt. Also bitte ne? macht das nicht nach und ich würde es auch nicht machen wollen. Aber dafür haben wir ja Michael da, der es schon mal geübt hat. Ihr seht also, das Blatt hat eine sehr hohe Stabilität auch, also eine Richtungsstabilität, dass es eben nicht so hin und her wabert. Weil bei Dämmung ist eine Sache echt ätzend, wenn du es schief und krumm schneidest, dann fällt es dir am Ende immer wieder raus, ja, hat dann keine Stabilität und so weiter und so fort. Willst du nicht. Nein, will man nicht. Und vor allem will man eben auch nicht, dass es dann schlechter isoliert, wenn man das schräg schneidet. Ja, klar. So, das ist eben der Hauptgrund, dass wir eben wirklich das aneinander haben, wenn man das in Zwischensparrendämmung macht oder zwischen Balkenlagen oder ähnliches, sodass wir da eben wirklich dafür sorgen, dass die Dämmung auch ihre Arbeit tut. Und wenn wir da eine Lücke haben, dann ist natürlich immer die Gefahr, dass dann Feuchtigkeit sich sammelt und dann es anfängt zu schimmeln. Und wir haben jetzt hier aber noch einen kleinen Geheimtipp auf dem Tisch. Und Genau. das ist das hier. Das sieht so unscheinbar aus, finde ich aber absolut genial und sollte eigentlich bei niemandem mehr im Koffer fehlen, also Werkzeugkoffer fehlen. Vielleicht zeigst du uns ganz kurz, warum. Genau, das ist ein Handmesser. Das hat hier hinten auch noch die Möglichkeit, kleine Sägeblätter reinzupacken. Das ist gerade leer. Die kurzen passen da rein. Die sind auch im Lieferumfang enthalten. Das heißt, man hat schon eine Einsatzmöglichkeit. Aber das ist natürlich hier nicht da drin. Das ist Dämmstoffmesser. Das kann ich jetzt hier, indem ich hier den Hebel nach hinten bringe, das hier reinpacke und nach vorne schiebe. Zack, fest. Zack, ist es fest. Und ich habe jetzt das Ding sauber in der Hand und kann jetzt mit dem gleichen Zubehör, was wir hier in den beiden Maschinen hatten, mit dem Handmesser auch umsetzen. Gerade dann, wenn die Maschine zu schwer sein sollte oder ich in irgendwelchen Ecken Kanten nicht rankomme oder so, oder ich vorsichtiger arbeiten muss, habe ich hier immer noch eine Möglichkeit, mit dem Handmesser zu arbeiten. Ja. Und wichtig ist zu wissen, dass man hier bei dem Messer alle Säbelsägenblätter einsetzen kann. Also du kannst auch irgendwas, theoretisch Metall, Holz oder sonst was damit bearbeiten. Wenn du es mal irgendwie brauchst, dann kannst du hier, wie gesagt, alles benutzen. Im Lieferumfang sind 2, 3 Blätter, glaube ich, gleich mit dabei. 2 Blätter sind dabei, ja. Ja. Und da kannst du mit schon loslegen. Und der Preispunkt ist echt gut. Übrigens, apropos Preispunkt, unten in der Videobeschreibung findest du alles verlinkt, also alle Geräte, alle Zubehöre vor allem auch. Und eben auch das Teil hier. Gönn dir das mal. Ja, genau. So, das war jetzt so der Tipp, was die Säbelsägeblätter betrifft. Aber bei der Säbelsäge müssen wir immer darauf achten, dass wir nicht nur in der Flucht, sondern auch in der Tiefe genau arbeiten. Das habe ich bei der Stichsäge eben nicht. So, und jetzt fassen wir die Stichsäge mal an. Wir haben hier immer einen rechten Winkel. Wenn ich das Säbelsägeblatt oder Stichsägeblatt hier, die Säbelsäge war eben, Stichsägeblatt einsetze, dann habe ich immer einen rechten Winkel. Und ich brauche die nur mit einer Hand führen. Ja. So, das heißt, ich kann das jetzt sauber einsetzen. Und jetzt fragt ihr euch ja, Stichsäge, Stichsägeblätter, wie kann ich da mit Dämmung schneiden? Und deswegen haben wir das hier.
Das ist auch ein Dämmstoffmesser. Das sorgt jetzt dafür, dass ich jetzt auch mit der Stichsäge bis zu 20 cm Materialstärke bearbeiten kann. Also wenn du isolierst und alles in diesem Bereich ist, was 20 cm betrifft, würde ich eine Stichsäge immer der Säbelsäge vorziehen. Sage ich dir Wegen jetzt der Winkligkeit vor allem, ja? Genau, einmal wegen der Winkligkeit und ich habe noch mehrere Vorteile. Eine Stichsäge ist in der Regel ein Kurvenstar. Ja? Und damit gerade zu arbeiten ist immer ein Problem. Und deswegen haben wir sowas hier. Ich habe das mitgebracht. Das ist ein Führungsschienenadapter. Den kann ich einfach aufklipsen und jetzt passen wir hier auf die unterschiedlichen Systeme und haben jetzt die Möglichkeit, mit den Schienen auch einen geraden Schnitt zu machen, denn das ist in der Regel das, was wir wollen, lange gerade Schnitte mit der Stichsäge zu realisieren. Und deswegen kann ich die jetzt hier auflegen, bin jetzt bewusst nicht an der Lippe, je nachdem, was ich für ein Blatt habe, wird es die Lippe zerfetzen und dementsprechend haben wir hier einen gewissen Abstand. Und jetzt haben wir sauber die Möglichkeit zu arbeiten. So, wenn ich jetzt von einer anderen Richtung anfangen möchte, geht das auch. Ich mach's mal ab. Genau, ruhig mal einfach, kannst du ein bisschen mehr Gewalt anwenden. Genau, und jetzt kannst du das drehen und jetzt kannst du es andersrum dran machen und schon kannst du von der anderen Seite schneiden, je nachdem wie es ist. So. Das heißt, für gerade saubere Schnitte ist das schon eine gute Alternative. Ich würde es gerne mal einmal mal grob demonstrieren. Ich würde den Akku vorher rausmachen. Das ist ein guter Tipp. Ja, Michael, pass auf. Ich muss immer aufpassen. Ja, ja, absolut, absolut. So, wir haben hier das Blatt. Ne, das muss es andersrum? Nee, ist richtig, aber du musst es erstmal aufmachen. Genau. Ja, so, ja, klar. So, also das sieht schon amtlich aus, ja, muss man mal ganz klar sagen. Dann kann das hier durch. Setze das mal so rum an. Kommen wir denn da? Nee, da kommen wir nicht rein. So rum. Kannst du mal einmal drehen? Können wir die drehen. So, dass ihr mal seht, wie das dann entsprechend fährt. Ja. So, und jetzt will das hier drauf kommen. Und jetzt seht ihr. Muss man richtig, genau so. Und jetzt kann man hier, seht ihr hier, kann ich entsprechend langfahren und hier meinen Dämmstoff schneiden. Was sicherlich auch gut funktioniert, ist, wenn du zum Beispiel eine kleine Vorrichtung baust, dass du das Dämmstoff reinlegst, die Schiene oben drauf. Oder natürlich, wenn du härtere Materialien hast, kannst du ja super rauflegen. Ja, genau. Und deswegen würde ich immer sagen, pass mal auf, immer nur bei biegesteifen Materialien. Wenn wir jetzt Glaswolle haben und ich die Schiene auflege, das ist relativ weich, dann bewegt sich die Schiene, auch gerade um den Druck, wenn die Maschine draufkommt. Das heißt, wirklich nur bei biegesteifen Materialien verwenden. Ansonsten haben wir immer die Möglichkeit, mit dem Handmesser zu arbeiten oder eben mit anderen Möglichkeiten dann, mit einem normalen Messer. Ja, aber das wird ja immer mehr, diese biegesteiferen Sachen. Und, ja, klar. Eine Sache noch, das kannst du natürlich auch für andere Dinge nutzen. Damit kannst du natürlich auch Holz schneiden oder ähnliche Materialien. Das ist auf jeden Fall ein echter Tipp, um mit einer Stichsäge schöne, entspannte, gerade Schnitte zu machen. Ich meine, man kann immer gerade Schnitte machen, aber es ist halt dann super entspannt mit der Schiene anlegen, sägen, fertig. Genau. Ja. Wir haben hier übrigens auch einen Riss dran, ja, dass du es genau anlegen kannst. Genau, weiß, das ist richtig. Das ist eine Markierung. Das ist eben, ich sag mal, an meine 48 mm, also 2 Zoll, ungefähr von der Kante. Das heißt, du kannst zurückmessen und von da aus sauber schneiden. Vor allem brauchst du nur oben und unten Anriss machen, wenn du die Schiene hast. Du musst nicht reißen mit einer Schnachtschnur oder irgendwo anreißen, sondern du brauchst nur die 2 Punkte verbinden und über die Schiene hast du dann die genaue Führung. Ja. Also auch einfacher in der Anwendung. Genau. Und ich finde, das sind so ganz kleine Centartikel, sind nicht, kosten ein paar Euro, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie teuer ist. Ja. Und das wertet deine Maschine extrem auf. Ja. Du kannst auf einmal deutlich mehr Dinge machen und eine Führungsschiene wirst du in der Regel ja auch immer haben. Und schon kannst du das nicht nur mit einer Tauchsäge, mit einer Handkreissäge, sondern auch eben mit einer Stichsäge benutzen. Genau, das heißt, wir versuchen jetzt eben dieses Führungsschienensystem zu erweitern mit verschiedenen Adaptern, um eben mit der Oberfräse oder eben auch mit der Stichsäge arbeiten zu können. Ja. Und dann gibt es noch eine Sache, und zwar hier noch ein anderes Blatt. Genau. Ja. Da kannst du uns kurz mal sagen, wofür das ist. So, wir haben auch noch andere Materialien, die dämmen. Und das wird immer mehr, das sind die sogenannten Sandwichplatten. Die haben oben Metall, meistens so ein Trapezblech, dann haben die einen Schaumkern und unten ist nochmal ein Gegenmetall. So, die sind in der Regel so um die 0,75 mm stark, also nicht unbedingt richtig fett, sondern eben auch immer noch leicht und handig.
Und die sind auch schwierig zu bearbeiten. Je höher das wird von der Tiefe her, umso weniger hast du die Möglichkeiten. Mit dem Winkelschleifer darfst du nicht. Das ist gefährdungstechnisch ein großes Problem, weil da Schwelbrände entstehen können. Dementsprechend ist das auch nicht gut fürs Material. Da wird das ist ja alles dementsprechend bearbeitet. Und wenn ich dann mit dem Winkelschleifer zu stark rangehe, dann fallen die Späne oben drauf, die sind heiß, die arbeiten sich ein oder das Material kann dann rosten. Und das verhindern wir, indem wir da eben mit geringeren Temperaturen rangehen. Und dieses Messer, das ist eben speziell dafür ausgelegt. Das hat eine feine Zahnteilung, ganz fein aufgebaut, dass ich eben das Blech sauber bearbeiten kann. Der Schaum ist eigentlich kein Widerstand mehr, sodass wir das da auch sauber benutzen können. Geht auch für normales Trapezblech. Und gerade in dieser Kombination mit dem Führungsschienenadapter und der Führungsschiene drücken wir aufs Material auf. Wir haben auch gewisse Vorteile an der Stichsäge mit einem Gebläse, dass die Späne auch wegpustet, absolut, sodass wir da eben wesentlich sauberer und sicherer arbeiten können als mit anderen Sachen. Kurze Frage, was mir gerade einfällt, in dem Fall Pendelhub an oder aus? Also wenn ich gerade schneide und sauber ansetze, da kann der Pendelhub ruhig drin bleiben. Der Pendelhub ist sehr nachteilig, wenn ich in die Kurve gehe. Ja? Dann ist das Blatt unten schon weit, wenn ich gehe oben in die Kurve, dann kann das nur schräg gehen. Das heißt, sobald ich in die Kurve gehe, die Pendelung eher ausstellen und gerade Schnitte, da kann ich die Pendelung ruhig anmachen. Okay, so jetzt haben wir die ganze Zeit Dämmung geschnitten, Dämmung ist geschnitten, Dämmung ist drin. Ich wollte dir das noch zeigen. Okay. Ja, das habe ich noch. Da hast du mich gefragt, was ist denn das? Ich habe gesagt, eine Schnecke. Genau, Schnecke. Je nachdem, was man aufmalt, kann man das schon sagen. Ne? Dann kommt sie raus aus ihrem Gehäuse. So, jetzt fängt das jetzt hier bei 6 cm an. Ne? Komisch. 6 das ist so kein Bandmaß. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mich auch outen, keine Ahnung. Keine Ahnung, erklär's mir. So, deswegen, wir haben ja auch Kreisausschnitte, werden ja immer mehr Lüftungen gebaut, die werden größer und das sind runde Ausschnitte. Und die Lochsägen, die wir haben natürlich einen gewissen Durchmesser. Aber sobald ich größer bin als 15, 20 cm, habe ich das Problem, einen kreisrunden Ausschnitt zu machen. Und genau deswegen, und jetzt verstehst du das auch schon, ich kann das nämlich hier reinpacken. Und jetzt sind die 6 cm eigentlich der Abstand von hier bis dahin. Das heißt, von Mitte Stichsägeblatt bis zu diesem Maß, von diesen 29 oder 30, habe ich jetzt einen Radius von 30. Das heißt, ich habe einen 60er Durchmesser. Und jetzt kann ich genau da, wo das Stichsägeblatt ist, hier in dem Bereich, den Dorn rein, entweder in Vorbohren oder in weiches Material reindrücken. Und ich kann mit der Stichsäge jetzt einen Kreis schneiden. Sauber einen Kreis schneiden. Und das ist eben auch eine schöne Sache. Das hilft mir bei vielen Sachen extremst. Früher hat man eben entweder eine Dachlatte genommen, irgendwo versucht festzumachen oder mit einer Schnur irgendwas zu machen. Aber das ist eigentlich eine ideale Lösung. Vor allem, da gibt es eben ein Set, wo das mit dabei ist, sodass wir da eigentlich immer eine Reserve haben, wenn wir runde Ausschnitte machen wollen. Warum haben wir hier zweimal den Dorn, also zweimal die Dornmöglichkeit? Zweimal, weil wir einmal hier vorne sind, und einmal da hinten. Dann ist er da und einmal, wenn ich das umdrehe, dann ist er auf der anderen Seite. Ist auf der anderen Seite. Das heißt, einmal muss ich den da, wenn der in die Richtung geht. Ja, verstehe. Und einmal so. Und einmal je nachdem, wie rum ich gehe. Je nachdem, wie rum ich gehe, dass ich von beiden Seiten am Stichsägeblatt bin. Wenn ich nämlich versetzt bin, dann kann ich eben keinen sauberen Kreis schneiden. Interessant, interessant. Also es ist keine Schnecke und ich kannte es wirklich nicht. Und das ist auch wieder einer von diesen kleinen Helfern, ja, im Set gleich mit drin. Ja? Also man kann das im Set kaufen. Gibt's im Set, ja. Cool. Also da kann man Kreise schneiden. Ja. Also, Kreise schneiden ist immer so ein Ding. Kennt ihr das nicht auch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Jetzt brauchst du einen Kreis, denkst du so, oh Mann, Kreise. Eigentlich gar keine Lust mehr in dem Moment. Weil wir haben eben super Hilfsmittel, um gerade zu schneiden, wie die Führungsschiene. Ja. Kreissägeblatt ist eigentlich relativ groß. Ich kann also im Kreissägeblatt, wenn ich es kann, auch gerade schneiden. Mit der Stichsäge aufgrund des schmalen Blattes immer ein bisschen schwieriger. Und hier habe ich eben Unterstützung, sauber dann eben auch gerade zu schneiden. So, aber das ist ja natürlich jetzt nicht nur für Dämmung interessant, sondern für jeden Holzausschnitt oder in anderen Materialien kann ich das sauber machen. Ja, das heißt, ich lege eine Terrasse und will dann irgendwo einen Heizlüfter oder was auch immer, Gaslüfter oder was hinstellen. Oder andere Sachen, die ich rund ausschneiden muss, kann ich natürlich damit auch sauber erledigen. Okay, jetzt haben wir ganz viel geschnitten, jetzt wollen wir aber tackern.
tackern, also das heißt die Dampfsperre halt Bremse, je nachdem, was er machen möchte. Genau. Und wir haben jetzt hier mal ein Stück Holz, das legen wir hier auch mal hin. Gerne. Und dann schauen wir uns mal Folgendes an. Wir haben hier die klassische Folie, also einen kleinen Folienrest. Und um das jetzt anzubringen, müssten wir jetzt eigentlich hier unseren Handtacker nehmen. Genau, es ist eben so, dass viele Hersteller der Folie schreiben, vorsichtig anbringen oder mit Handtackern und, weil ich hier eben wenig Widerstand habe, wenig Gewicht. Und bei der Folie ist es eben wichtig, dass ich mit den Klammern, mit den beiden Stegen reingehe, aber der Klammerrücken nicht durchgeht. Richtig. Und das ist immer das Problem. Je mehr Kraft ich aufwende, umso eher kann ich durchgehen. Das sind so Sachen wie Druckluft oder Schlagklammerer oder Nagler, haben immer das Problem, dass sie dann, wenn ich zu fest arbeite, durchgehen. Und das haben die Handtacker nicht. Aber jeder, der schon mal mit den Dingen gearbeitet hat, der weiß eben, das ist nach dem 20., 30. Mal, ist das sehr ermüdend in der Hand, weil das eine Bewegung ist, Absolut. die wir nicht so kennen. Und dementsprechend haben wir jetzt unseren Akkutacker. Da habe ich den Vorteil, dass ich unterschiedliche Klammerlängen habe. Die haben wir auch hier liegen, geht von 6 mm los, über 8, über 10, über 12 und 14 mm, sodass wir da wirklich je nach Materialhärte entsprechend die Klammerlänge nehmen können. Und hier habe ich am Gerät noch die Einstellmöglichkeiten, wie tief ich ins Material eindringe. Das heißt, ich kann das wirklich ein-, zweimal ausprobieren und habe dann die richtige Klammer und B die richtige Einstellung, dass ich sauber mit der Oberfläche abschließe und nicht da durchgehe. In der Regel empfiehlt der Hersteller natürlich auch die Klammern dann abzukleben, damit die komplett dicht sind. Kann man natürlich machen, aber hier ist unsere Aufgabe wirklich dafür zu sorgen, nicht durchzuarbeiten. Ja, also viele werden das kennen, also ich kenne das auf jeden Fall. Ich habe bei mir zu Hause wirklich mein Obergeschoss ausgebaut und da habe ich ewig viel mit den Dingern gearbeitet und irgendwann sitzt du dann da, du kannst nicht mehr. Du willst auch nicht mehr. Ja, nimmst du ab und zu mal die linke Hand. Genau. Und immer sitzt du da so, ich will nicht mehr. Und dann vor allem hier oben irgendwo. Und es verlässt dann schon irgendwann die Kraft. Also wenn du es nicht jeden Tag machst, auf jeden Fall. So, und das hier soll wirklich nicht durchschießen. Das kann ich kaum glauben. Ja, das können wir dementsprechend einstellen. Jetzt haben wir natürlich hier mehr Gewicht als den Tacker. Aber den brauche ich nur mal ansetzen und ich muss den nur im Arm haben. Und jetzt hier mal auslösen. Aber ich muss hier keine Kraft anwenden. So, das Teil ist beleuchtet, ich kann das sauber einstellen. Wir haben hier Schutzpads vorne drauf, die auch dafür sorgen, dass ich jetzt die Oberfläche nicht beschädige. Ja, es gibt natürlich auch andere Befestigungsmöglichkeiten hier anstatt Folie, Papier, Teppich, Leder oder ähnliche Sachen, die in der dünnen Stärke eben auch zu befestigen sind. Aber bitte kein Leder für Dämmung nehmen. Nee. So, das heißt, ich kann jetzt hier aufmachen. Da ist schon Munition drin. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt hier so 8 mm. So, hier steht eben auch drin, welche Materialien wir nehmen. Und hier ist ganz wichtig der Typ 57 von den Klammern. Da gibt es verschiedene Typen. Und hier für den GTH 18V-1414 wegen der maximalen Klammerlänge Typ 57. Immer merken. Immer merken, weil Klammern gibt es viele, aber dieser Typ, der passt eben ideal da rein. Und dafür ist die Maschine ausgelegt. Ein Tipp wirklich für das Thema Klammerer und Nagler, nehmt die Klammern und Nageln vom Hersteller. Weil wenn du, selbst wenn die eigentlich gleich aussehen, eigentlich auch gleich, alles gleich erstmal ist, irgendwann das hakt häufiger, es bleibt stecken und macht und tut und da 2 Euro zu sparen, macht es nicht. Also das ist wirklich meine Erfahrung, egal was es ist, weil es macht einfach keinen Sinn. Kauft die Originalen dazu, dann funktioniert es auch und ihr ärgert euch mit der Maschine nicht rum. Richtig, die sind optimiert, die sorgen eben dafür, dass da keine Leerschüsse oder andere Sachen kommen. Und, also da eine Fehlbedienung. Ich kann das hier zwar schön aufmachen und falls sich doch mal was verklemmt, eben sehr schnell wieder, ich sag mal, reparieren bzw. lösen. Und dementsprechend finde ich das Gerät relativ gut, was das betrifft. Für diese Sachen ideal. Dann lass uns mal eins ausprobieren. Genau, das können wir erstmal versuchen einzustellen von der Stärke her. So, ich habe hier die Möglichkeiten, ne, die Eindringtiefe nochmal unterschiedlich zu machen. Und jetzt probieren wir das mal aus. Top. Ist schon relativ gut, die ist nicht versenkt. Ja, das heißt, wir sind oben dran. Vielleicht kann ich es nochmal zurück machen. Dann sieht man, die ist ziemlich tief drin. Jetzt ist er wirklich bündig für Sie. Ja, jetzt ist bündig mit dem Holz, aber das wollen wir ja nicht. Du darfst mal schießen. Ja, aber gerne doch.
So, Das ist wirklich gut. jetzt sieht man, dass das sauber hält. Muss auch fest sein. Genau. Das ist So, nirgendwo durchgeschossen. Nicht am Ansatz. Nee, und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Ja. So, deswegen ist es wichtig, hier hast du ein bisschen verkantet und wenn du dann einer Seite zu tief reingehst, ist das ein Problem. Und deswegen muss man immer, deswegen haben wir hier die Auflage auch, Ah, okay. dass man gerade sauber ansetzen kann. Ah ja, Ne? verstehe. So. Und dann sitzt sie auch sauber. Interessant. Ja. So, das ist so Tipps, wenn man da an der Kante ist, dann geht die rein und dann ist ein Ansatz zum Abreißen, zum Auflösen. Und das wollen wir eben nicht. Genial. Ja. Also das ist wirklich cool, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt wieder ein größeres Projekt hätte, wäre das eine echte Sache, würde ich sagen. Ja, bin ich dabei. Ja, und da wir da wahrscheinlich auf dem Gerüst stehen, wenn wir da oben arbeiten oder an der Seite, ich finde den Gürtelclip eigentlich auch relativ gut, weil du hast immer dann irgendwo die Platte oder die Folie zu halten und hast es positioniert und jetzt kannst du das Ding rausholen Zack, zack. und zack, zack und dann weiterarbeiten. Das ist eine relativ gute Sache. Das wird immer ein bisschen belächelt, aber immer zwischen die Beine oder irgendwo anders hinlegen ist immer so eine Sache, für die Standsicherheit. Ja. Genial. Ja. Also ihr seht, es gibt jede Menge Dinge beim Thema Dämmung, Schneiden oder Dampfbremse auch anbringen, wo man sagt, Mensch, heute gibt es viel bessere Optionen, ja, als noch den alten Handtacker oder das alte Dämmstoffmesser. Ja, genau. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ja? Wenn wir genügend Fragen haben, kommt der Michael vielleicht wieder und machen wir ein Folgevideo. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für die vielen Infos. Ich habe fast schon Lust, Dämmung zu machen. Ihr wisst doch genau, was ich meine. Ja? Ihr wisst doch genau, was ich meine. Insofern für euch ran ans Werkzeug oder ran an die Dämmung und bis zum nächsten Mal.